Der erste Entwickler-Livestream in 2026 rund um den Microsoft Flight Simulator ist da und viele haben sich darauf gefreut. Wir gehen chronologisch durch und sehen uns die wichtigsten Punkte gemeinsam an und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Vorab zur Info, die komplette Veranstaltung ging knapp 2 Stunden. Ich werde in dieser Zusammenfassung nicht auf alle Punkte und auf jede Frage der Q&As eingehen können, da es ansonsten den Rahmen und die Länge dieses Videos sprengen würde. Aber keine Sorge, alle wichtigen Themen sind selbstverständlich enthalten. Und falls ihr euch den kompletten Livestream auf Englisch nochmals reinziehen wollt, ich verlinke euch diesen wie immer hier unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das Setzen von Kapiteln hatte in diesem Video keinen Sinn, da beispielsweise das Thema Sim-Update Nummer 5 sich immer wieder an unterschiedlichen Stellen platzierte und somit keine klaren Bereiche definiert werden konnten. Verfolgt meine Zusammenfassung hier am besten daher komplett, um nichts zu verpassen. Auf geht's, wir gehen rein. Das Teilnehmerfeld ist bekannt. Jörg Neumann, Sebastian Vloch und Martial Bossart. Durch die Veranstaltung moderierte wie immer Jane und der ein oder andere Gast war ebenfalls geladen. Nach einem kurzen Rückblick auf die vergangenen Monate gab es erstmalig eine Roadmap für 2026. Diese ist optisch etwas überarbeitet aufgebaut und enthält die bis heute bekannten und somit alle relevanten Themen. Der erste Q&A-Teil beschäftigte sich mit generellen Fragen. Die große Pause zwischen den Entwickler-Livestreams, der letzte fand im Oktober 2025 statt, resultiert aus verschiedenen Punkten. Über den Jahreswechsel und allgemein konzentrierte man sich voll auf die anstehenden Arbeiten. Der PlayStation 5 Release sowie allgemein viele Updates und Verbesserungen verlangten volle Aufmerksamkeit und neben all der Arbeit gibt es auch private Dinge, die menschlicherweise auch oftmals unverhofft dazwischenkommen können. Von daher kann man sämtliche Spekulationen, weshalb die Pause so ungewöhnlich lange war, beiseite legen. Und dann ging es relativ schnell rein in das Thema Sim-Update 5. Und hier liegt man sehr gut im Zeitplan. Sim-Update 5 soll in der kommenden Woche und somit in Kalenderwoche 17 erscheinen. Es wird jedoch nach wie vor betont, dass dies ein Zieltermin ist, der nicht in Stein gemeißelt ist und sich noch ändern kann. Sim-Update 5 ist ein Fundament-Update. Es geht darum, wie der Simulator im Hintergrund arbeitet. Es geht darum, wie effizient die vorhandene Hardware genutzt wird. Und es geht darum, die Basis so zu verbessern, dass zukünftige Inhalte überhaupt sauber darauf aufbauen können. Die Entwickler sprechen über Optimierungen im Multithreading, über eine bessere Verteilung von Prozessen und über Anpassungen, die dafür sorgen sollen, dass der Simulator insgesamt stabiler und flüssiger läuft. Auch die Benutzeroberfläche wird an einigen Punkten weiter optimiert. So werden beispielsweise Themen wie die Airflow-Visualisierung zusammengefasst. Und gerade hier bringt Sim-Update 5 ebenfalls Verbesserungen mit sich. Die Airflow-Visualisierung macht sichtbar, wie Luftströme direkt am Flugzeug verlaufen und wirken. Dabei wird deutlich, wie sich Luft über Tragflächen, Rumpf und Steuerflächen bewegt und welchen Einfluss das auf Auftrieb und Stabilität hat. Turbulenzen und Strömungsabrisse werden dadurch nicht nur theoretisch dargestellt, sondern visuell nachvollziehbar. Diese Möglichkeit ist schon länger in den Microsoft Flight Simulator 2024 integriert und wird mit Sim-Update Nummer 5 nun weiter ausgebaut und verbessert. Sim-Update 5 ist während des gesamten Entwickler-Livestreams immer wieder Thema. Parallel mit eingeflossen sind hier jedoch auch Q&As und so kam an dieser Stelle dann Part 2 der generellen Fragen. Force Feedback wird beispielsweise nach wie vor nur dann möglich sein, wenn jeweilige Hardwarehersteller für Peripherie die passende Software dafür anbieten und diese durchgehend pflegen, wie Moza das beispielsweise macht und aktiv am PC bereitstellt. Zum User Interface wurde erwähnt, dass dieses stetig weiterentwickelt und verbessert wird. Man nimmt hier das Feedback aus der Community sehr ernst. Der Fokus liegt jedoch stärker auf Stabilität, Performance oder auch zum Beispiel VR. Aber auch am User Interface wird immer gearbeitet. Auch nach Verbesserungen der ATC und des KI-Traffics wurde gefragt. Erste Ergebnisse dessen sollen bereits mit Sim-Update 5 kommen, beispielsweise sollen lange Wartezeiten bei der Flugsicherung verkürzt werden.
Auch Modellanpassungen wurden hier bereits vorgenommen und verbesserte Logiken in der KI-Traffic-Navigation integriert. Optimiert wurden auch die Daten zur sogenannten Automatic Aircraft Observation, kurz AKO, die für den ordnungsgemäßen Datenaustausch zwischen dem Echtzeitluftverkehr und der Sammlung von Flugzeugen in der Simulation sorgen. Eine weitere Frage in diesem Part war, ob es technisch möglich sei, dass PlayStation 5-User gemeinsam mit PC- und Xbox-User fliegen können, also ob Crossplay generell technisch möglich ist. Und ja, das wäre es. Man hat sich jedoch erstmal dagegen entschieden, da der technische Aufwand sehr groß sei und Jörg meinte sinngemäß: Es ist so, dass es Leute gibt, die das gerne möchten. Ist die Anzahl derer groß? Nein. Man könne so etwas eventuell in der Zukunft umsetzen, aber im Moment ist dieser Punkt nicht relevant. Also, was ich aus der Community zu diesem Punkt wahrnehme, ist, dass hier durchaus der Wunsch besteht, gemeinsam fliegen zu können. Falls es euch wichtig ist, dass diese Möglichkeit in der Zukunft irgendwann besteht, dann äußert euch bitte entsprechend dazu. Ansonsten wird hier nichts in dieser Richtung passieren. Weiter geht es mit dem Feedback-Snapshot. Die Auflistung umfasst knapp 100 Punkte mit der jeweiligen Angabe zum Status. Pausiert hier gerne das Video an der entsprechenden Stelle. Ich schalte euch hier nach und nach alle Seiten durch. Als nächstes folgte der Q&A-Bereich zu Welt und Wetter. Frage 1 beschäftigt sich mit der Arbeit, die Szenerie zu verbessern, indem man eine Mischung aus Luftbilddaten vom 2020er, also ab ca. SimUpdate 15, und den neuen Daten aus dem 2024er verwendet und jeweils das beste Material auswählt. Dies wurde in einem früheren Livestream einmal erwähnt und es wurde um ein Status-Update gebeten, wann wir mit dieser Best of Both Worlds Lösung im Simulator rechnen können. Leider war hier nichts Neues zu erfahren, außer dass man nach wie vor daran arbeitet. Es ist jedoch nicht die Frage, ob es hier Verbesserungen geben wird, sondern lediglich, wann sie kommen werden. Auch zum World Hub gibt es leider keine neuen konkreten Infos. Was verbessert wurde, ist das Wetterradar. Zum einen die Darstellung und es lässt sich jetzt viel besser optimieren, heißt es. Hier ein bildlicher Vergleich zwischen der neuen und der bisherigen Darstellung. Danach ging es um World Update Nummer 21, das sich mit Australien beschäftigt. Darin enthalten sind über 30 neue große Gebiete von Interesse und Updates für bestehende, damalige World Update 7 Inhalte. Außerdem 6 neue handgefertigte Flughäfen, 29 neue Points of Interest, 3 Discovery-Flüge, 4 Präzisionslandungen für den 2024er und 3 Lande-Challenges für den 2020er, ein Bush-Trip für den 2020er, 2 Low-Altitude-Challenges für den 2024er, 2 Rally-Race-Challenges für den 2024er, und erscheinen wird World Update 21 am 5. Mai 2026 kostenlos auf allen Plattformen. Passend zu World Update 21 wird die Local Legend 24, die Commonwealth Aircraft Corporation, kurz CAG Boomerang, entwickelt von INI Builds, kostenpflichtig über den InSim-Marktplatz erhältlich sein. Bei diesem Modell handelt es sich um das einzige Kampfflugzeug, das vollständig in Australien entwickelt und hergestellt wurde. Der nächste Q&A-Part handelte dann vom Karrieremodus und von Aktivitäten. Beispielsweise wurde gefragt, ab wann die Möglichkeit besteht, die Lackierungen im Karrieremodus ändern zu können. Mit SimUpdate 5 wird dies noch nicht kommen und man hat auch keinen genauen Zeitplan, ab wann es möglich sein wird, aber es soll in Arbeit sein. Und auch an Bush-Trips für den 2024er wird ebenfalls nach wie vor gearbeitet und hier gibt es eine zeitliche Anpeilung von circa SimUpdate Nummer 7, vielleicht klappt es aber auch schon etwas früher. Im nächsten Part ging es dann um das Thema Aircraft und Avionics und los ging es hier mit einer Frage zu Helikoptern und ob diese nach wie vor Verbesserungen bekommen. Und ja, das ist selbstverständlich der Fall. Und allgemein die Systemtiefe der Basisfluggeräte in der Simulation wird ebenfalls weiter verbessert.
Eine Frage nach vertraglichen Verpflichtungen von Drittanbieterentwicklern wurde dahingehend beantwortet, dass diese nicht zeitlich vertraglich gebunden sind. Gute Dinge passieren mit Leidenschaft und Menschen, die das Richtige tun möchten, so Jörg. Was ebenfalls Thema war: Local Legends und Famous Flyer werden, sobald sie jeweils an den 2024er Standard angeglichen wurden, zum Beispiel beginnend mit dem in Kürze erscheinenden Aircraft und Avionics Update Nummer 4, welches mit Sim Update 5 kommt, einzeln am InSim-Marktplatz käuflich erhältlich sein. Allgemein sollen alle Arbeiten an Local Legends und Famous Flyer, also Nacharbeiten, um sie auf den 2024er Standard zu bringen, innerhalb der nächsten 2 Jahre abgeschlossen werden. Das bedeutet also dann auch, dass beispielsweise die Fluggeräte der Aviator Edition des Microsoft Flight Simulator 2024 innerhalb der nächsten 2 Jahre voll auf den Standard des Microsoft Flight Simulator 2024 angehoben werden. In welcher Reihenfolge die Fluggeräte angepasst werden, wurde nicht erwähnt. Die letzte Frage beschäftigte sich mit der Embraer 600 und somit ging man direkt über zur Expert Series 3, entwickelt von Working Title und Asobo, und Matt von Working Title war zu Gast. In der Folge wurde umfangreich darauf eingegangen und es wurde sehr schnell klar, hier kommt etwas mit Systemtiefe. Termin laut Roadmap November 2026. Der nächste Q&A-Teil beschäftigte sich mit dem InSim-Marktplatz. Einige neue Entwickler, die gerne für den Microsoft Flight Simulator entwickeln würden, haben scheinbar sehr lange Wartezeiten, bis sie in erste Gespräche kommen. Dies wiederum hängt überwiegend mit Kapazitäten zusammen, die für neue Themen schlicht begrenzt sind. Sobald hier wieder Raum für weitere und/oder neue Themen frei wird, geht man hier in den Austausch. Eine spannende Frage war: Werden wir irgendwann die Möglichkeit haben, Rezensionen am InSim-Marktplatz zu schreiben? Die Antwort dazu: Man prüft hier aktuell ein Modell, wie man es aus Minecraft kennt. Das geschriebene Feedback wird dabei sowohl an Minecraft als auch an den Entwickler übermittelt und somit direkt geteilt. Der Vorteil ist hierbei, dass man bei entsprechendem negativen Feedback zu Inhalten schnell reagieren könnte und diesen beispielsweise vom Marktplatz entfernen könnte. Man hat hier also bereits konkrete Vorstellungen. Der InSim-Marktplatz auf PlayStation, der bisher sehr eingeschränkt und ohne Drittanbieter vorhanden ist, soll sich mit Sim Update 5 in der kommenden Woche öffnen. PlayStation hat hier allerdings sehr strenge Richtlinien, was die Veröffentlichung von Inhalten erschwert. Es muss sichergestellt sein, dass die Inhalte nicht die Stabilität und/oder die Bildrate beeinflussen. Inhalte werden kuratiert und das produktbezogen, was viel Aufwand bedeutet. Der jeweilige Entwickler ist für das Testen und die Abnahme verantwortlich. Erste Inhalte wurden bereits abgeschlossen und man rechnet damit, dass mit Sim Update 5 ca. 20 neue Inhalte von Drittanbietern auf den Marktplatz kommen werden. Dazu eine kurze eigene Meinung. Ich halte es für den absolut richtigen Weg seitens PlayStation, hier strenge Abläufe einzufordern. Denn was passiert, wenn das nicht der Fall ist, sieht man aktuell am Xbox InSim-Marktplatz. Und auch am PC gibt es meiner Meinung nach am InSim-Marktplatz viel zu viele fragwürdige Inhalte. An alle PlayStation-User also die Information von meiner Seite: Ich halte einen InSim-Marktplatz für völlig sinnvoll, auf dem ausschließlich geprüfte, funktionierende Inhalte sind, dafür aber dann gerne weniger, als einen völlig überschwemmten InSim-Marktplatz, auf dem es ganz schnell passieren kann, dass man Geld für etwas ausgibt, das vielleicht nicht so ist, wie es beschrieben wurde, nur zum Teil funktioniert oder eventuell sogar kompletter Schrott ist. Aber das soll sich ja jetzt ändern und damit zurück zum Thema. Denn allgemein wird der InSim-Marktplatz immer weiter verbessert, visuell und auch inhaltlich, heißt es. Die Anordnung der Inhalte und Bilder wird optimiert und auch das Feature, Inhalte verschenken zu können, kommt. Zwar nicht plattformübergreifend, also nicht von Microsoft zu Sony oder umgekehrt, aber es kommt. Und man hat auch durchaus auf dem Schirm, dass man das Bewertungssystem verbessern und es zuverlässig funktionieren muss. Denn Stand jetzt ist das meiner Meinung nach einfach nicht der Fall.
Im Anschluss geht es um die Expert Series 2, die Piper M600, und dafür war Raoul vom Entwickler FS Reborn zu Gast. Der Inhalt ist zeitlich für den Juni zur FS Expo angepeilt. In der Folge wurde zusammengefasst, was im Zuge von Sim Update 5 zu erwarten ist. Neben tonnenweise Verbesserungen durch das Update an sich, wird zeitgleich auch das Aircraft und Avionics Update 4 kommen, welches weitere zahlreiche Verbesserungen mit sich bringt. Und dann ist da natürlich erneut die Unterstützung von PlayStation VR 2 auf PlayStation zu nennen, die ebenfalls mit Sim Update 5 kostenlos kommt. Hier noch eine Ergänzung zu diesem Thema zum Livestream, denn was nicht erwähnt wurde, die Sim Update 5 Beta ist nun seit Freitag auch auf PlayStation verfügbar. Somit ist es ab sofort möglich, über die Sim Update 5 Beta auf PlayStation auch PSVR 2 Unterstützung voll zu nutzen. Also im Rahmen der Beta. Den Link, wie ihr daran teilnehmen könnt, packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ich habe für meinen Kanal Inhalte zum Thema PlayStation VR 2 geplant. Ich bin auch bereits in der Beta aktiv. Allerdings werde ich mir die nötige Zeit dafür nehmen, um euch umfangreich zum Thema PSVR 2 berichten zu können, mit entsprechenden Erfahrungsberichten, Tipps, Hilfestellungen und so weiter, um auch diejenigen abholen zu können, die mit dem Thema vielleicht erst starten möchten. Von daher rechnet mit meinen Inhalten bitte nicht direkt zu Release oder am Tag darauf. Ich werde mir dafür die nötige Zeit nehmen und nicht aus einem künstlichen Zeitdruck heraus möglichst schnell ein dann vermutlich sehr oberflächliches Video bringen. Alles zu seiner Zeit. Apropos Zeit, am Ende wurde die aktualisierte Roadmap nochmals gezeigt. Klickt hier gerne auf Pause, um euch die genauen Daten herauszufiltern. Und auf den anstehenden nächsten großen Termin zur FS Expo wurde auch noch kurz eingegangen. Wie eingangs erwähnt, die Veranstaltung ging knapp 2 Stunden und dieses Video ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Wer etwas vermisst oder sich den kompletten Livestream nochmals reinziehen möchte, den Link dazu packe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr auch zukünftig Zusammenfassungen dieser Art haben möchtet, dann unterstützt diesen Kanal bitte mit einem Daumen nach oben. Nutzt für Ergänzungen und Fragen die Kommentarfunktion hier unter diesem Video und abonniert Andiana TV, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Und falls ihr die Hype-Funktion auf YouTube nutzen möchtet, dann ist hier und jetzt für dieses Video ein guter Zeitpunkt dafür. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.